Ab heute Burg Wetterstein, Rittersaal. Alles ist möglich. Kannst du damit irgendwas anfangen? Sie ist meine Schwägerin, sie ist Tims Schwester. Ich muss für sie da sein. Nichts dagegen. Aber ohne mich. Ela, bitte! Ja, eine Party ist keine schlechte Idee. Aber wie kommt ihr darauf? Nur so? Vielleicht wollen wir dir eine Freude machen. Wir? Das war Christophs Idee. Bedank dich bei ihm. Draußen alles ruhig? Ja, Hoffentlich bleibt das auch so. Wir wollen nicht gestört werden. darauf kannst du dich verlassen. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Ich müsste dringend den Mann sprechen, der hier gerade reingeführt wurde. Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Wieso? Zutritt nur Mitgliedern der Sizilianer gestattet. Aber es ist wichtig. Ich bin extra deswegen aus Düsseldorf hier rausgefahren. Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen. Was ist denn diese Sizilianer überhaupt? Oder können Sie mir das auch nicht sagen? Wenn Sie dann jetzt gehen würden. Danke. Julia. Julia. Ja? Jan, bist du das? Was ist denn los? Habe ich dich geweckt? Ja, hast du. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du geschlafen hast. Ich muss wohl eingenickt sein. Was gibt's denn? Ich gebe heute Abend auf Friedenau eine Party. Und da wollte ich fragen, ob du nicht Bock hast, vorbeizukommen. Oh, Scheiße, habe ich deinen Geburtstag vergessen? Nein, ich feiere einfach nur so. Also was ist, kommst du? Ich weiß nicht. Oh Jan, bitte, es wird bestimmt lustig. Na gut, wann geht's los? Zum 10. Gut. Dann sehen wir uns später, ja? Bis später. Turm C8 nach C6. Springer B1 C3. Bauer D6 nach D5. Läufer E4 schlägt H7. Schach. Eigentlich sollte ich Tim auch einladen. Tim?
Es wäre die beste Gelegenheit, die Geschichte mit der Altkleidersammlung aus der Welt zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ihr wollt feiern, lustig sein. Da wird wohl kaum zu so einem Gespräch kommen. Am Rande wäre das sicher möglich. Und was ist mit Jan? Ich weiß nicht, ob der so begeistert wäre, wenn Tim hier plötzlich aufkreuzt. Und Jan hat schon zugesagt. Ja, das stimmt. Verschieb doch dein Gespräch mit Tim. Es läuft doch nicht weg. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, und mich kannst du da auch streichen auf der Liste. Ja. Ihr wollt doch sicher allein feiern. Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Natürlich, ich bin aber völlig fehl am Platze. Christoph, wenn du nicht kommst, dann sage ich die Party sofort wieder ab. Ach so. Ja, das kann ich natürlich nicht zulassen. Das will ich dir auch empfehlen. Ein Fremder ist im Raum. Einer, der nicht zu unserem Kreis gehört. Nein. Ich kann es fühlen. Du hast recht. Ich habe doch gesagt, dass niemand dabei sein darf. Niemand außer dir und den Spielern. Er ist weg? Ja. Gut. Dann lass uns weitermachen. Jan, komm rein. Hi, Papa. Na? Mein Junge, wie geht's dir? Nicht besser als dir, schätze ich mal. Wieso, was meinst du? Ich habe Ela heute Mittag in der Kneipe getroffen. Sie sagt, ihr habt Streit gehabt. Ach ja. Nicht, dass sie sich beklagt hat oder sowas. Nein, überhaupt nicht. Aber sie fühlt sich hier einfach nicht mehr so wohl und von dir ziemlich allein gelassen, sagt sie. Ach, das stimmt doch gar nicht. Sie will einfach nicht begreifen, dass sich Erika und die Kinder unmöglich auf... Was ist mit uns? Hallo, Steffi. Hi. Ja, wir reden gerade über Ela. Sie meint, dass du diesen Maklertermin vielleicht mit Absicht vergessen hast. So ein Unsinn. Was hätte ich denn davon? Naja, ihr könntet länger hier wohnen bleiben. Als ob ich scharf drauf wäre, hier ewig zu kampieren. Meinst du nicht, dass ich auch mal wieder ein eigenes Zimmer haben will? Wenn du das wirklich willst, dann verstehe ich nicht, dass du diesen Termin verschwitzt hast. Okay. Ich habe die ganze Sache extra eingefädelt, nur um Ela zu ärgern. Alles klar. Stefanie. Ela würde nicht so denken, wenn du dich ihr gegenüber etwas umgänglicher, hilfsbereiter zeigtest. So muss sie den Eindruck haben, dass du sie systematisch rausekeln willst. Aber warum sollte ich sowas tun? Vielleicht macht es dir ganz einfach Spaß, sie ein bisschen zu ärgern. Als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte. Und, was sagst du dazu? Ja. Oh, kenn ich doch. Das sind die Doors. Treffer! Wie findest du die? Ja, gut. Was, seit wann das denn? Du hast immer gesagt, das ist Hippie-Musik, hast mit Jazz gehört. Ach ja? Ja, und wenn dein Bruder Doors gehört hat, hast du ihn beschimpft. Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich wollte euch fragen, welche von den 3 Krawatten würdet ihr unbedingt? Ach, sind die neu? Die kenne ich ja noch gar nicht. Ja, die habe ich mir neulich im Duty-Free-Shop gekauft. Also, welche würdet ihr nehmen? Was ziehst du denn sonst so an? Boah, Bläser, dachte ich. Einen blauen? Dann lass doch einfach die Krawatte weg. Moment. Ja. Sieht gut aus, findest du nicht? Auf jeden Fall. Meinst du, Ela kommt wieder zurück? Keine Ahnung. Wieso? Nur so. Interessiert mich halt. Wäre doch eigentlich schade, wenn sie nicht wieder zurückkäme. Onkel Arno vermisst sie bestimmt auch schon. Aber sonst ist bei dir alles in Ordnung. Ja. Ich überlege nur, wie man sie dazu bringen könnte, dass sie hier wieder einzieht. Ich glaube, wir müssen einen Arzt holen. Milli, jetzt sei doch mal ernst. Ich glaube, ich habe mich ziemlich daneben benommen. Oder? Naja, eigentlich warst du nur so wie immer. Bloß
dass wir uns eben schon an deine Art gewöhnt haben. Was heißt denn das, meine Art? Willst du es wirklich hören? Die Hauptperson bei dir heißt eben immer Steffi. Die anderen sind dir egal. Das stimmt doch nicht. Und mit der Wahrheit nimmst du es auch nicht so genau. Aber unter uns ist es ja auch nicht weiter schlimm. Bloß bei Ela, da hättest du dich ein wenig zurückhalten können. Ach, wenn die aber auch so empfindlich ist. Ach komm, du hast sie doch die ganze Zeit provoziert. Sie ist aber auch so spießig. Quatsch. Sie versucht nur, den Haushalt geregelt zu kriegen. Und das kann sie nicht, wenn du dauernd querschießt. Du wolltest es doch hören. Ja, schon okay. Was soll ich denn jetzt deiner Meinung nach tun? Mit Ela meine ich. Das weiß ich leider auch nicht. Komisch, dass er nie was davon erzählt hat. Oder hast du ihn jemals Schach spielen sehen? Aber sowas muss man doch nicht verheimlichen. Nein, aber offensichtlich hat er es nicht für nötig gehalten, mir davon was zu erzählen. Warum auch? Ich bin ja nur sein Freund. Und dann auch in so einer komischen Umgebung gegen zig Leute zu spielen. Wie ist dieser Verein nochmal? Sizilianer. Das klingt ja wohl nach Mafia. Oder nach Pizzeria. Naja. Und den liegt er praktisch rausgeschmissen? Naja, die haben alle ziemlich böse geguckt. Und ich wollte nicht warten, bis sie mit Schachfiguren nach mir werfen. Warum hast du Markus denn nicht angesprochen? Aber was hätte ich denn sagen sollen? Komm sofort nach Hause? Nein, aber was das alles soll? Dich ja einfach so sitzen zu lassen. Ja, das hätte er mir da bestimmt nicht gesagt. Außerdem hatten die den ganzen Tag Programm. Ich wäre da geblieben. Du hättest ihn ja später überrumpeln können. Naja, was soll's. Jetzt, wo du hier bleibst, kannst du wenigstens auf Susannes Fete gehen. Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich da doch noch mal hinfahren und ihn überrumpeln. Willst du wirklich den ganzen Weg normal fahren? Ich denke, er kann dir gestohlen bleiben. Ja, eigentlich schon. Aber jetzt habe ich einmal damit angefangen, ihm nachzulaufen, dann will ich auch rauskriegen, was das alles soll. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Herein? Was willst du denn hier? Hi, ich wollte nur mal sehen, wie es dir so geht. Und seit wann interessiert dich das? Hat dich deine Mutter hergeschickt? Oder Arno? Nee, ich bin nur hier, weil ich mich bei dir entschuldigen will. Es tut mir leid, dass ich so ein Biest war. Soll das jetzt ein Witz sein? Nein, ich meine das ganz ehrlich. Es tut mir leid und ich möchte, dass du wieder zurückkommst. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Erst piesagst du mich und dann erscheinst du hier. Das kommt ein bisschen plötzlich. Klar, das kommt dir jetzt bestimmt alles ein bisschen komisch vor. Es ist ja auch nur, weil Jan war da. Und er meint, dass du denkst, dass ich das mit dem Makler extra gemacht habe. Etwa nicht? Nein! Und was ist mit deinem netten kleinen Plan, Arne und mich auseinanderzubringen? Ich habe euch zufällig belauscht. Also, was ist damit? Das habe ich nur so dahingesagt. Das war ein Witz. Echt. Na, du hast ja eine komische Art von Humor. Ela, bitte. Das alles tut mir wirklich leid. Bitte komm zurück. Arno vermisst dich total. Na, euch würde er noch viel mehr vermissen. Ach was? Der denkt die ganze Zeit nur an dich. Echt. Ela, du musst zurückkommen. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich gemein zu dir war. Na, wenigstens siehst du es jetzt ein. Aber ich werde mich bessern. Nein, es gibt dir Anlass zur Hoffnung.
bin Kerstin. Wer bist du? Ich bin Jan. Jan Brandner, Susannes Bruder. Hey, ich wusste gar nicht, dass sie Geschwister hat. Und, was machst du so? Ach, ich habe ein Fitnessstudio. Nicht schlecht. Ja, und du? Ich habe kein Fitnessstudio. Nein, ich studiere Germanistik, Geschichte und Anglistik. Auf Lehramt? Nein, auf Magister. Klingt aber interessant. Warte, ich hole uns was zu trinken. Nein, ich muss leider schon los. Was, jetzt schon? Ja, aber grüß mir Susanne. Tschüss. Tschüss. Ach. Vielleicht solltest du Ela schreiben, wenn sie schon nicht ans Telefon geht. Wenn sie schon nicht ans Telefon geht, wird sie meine Briefe erst recht ignorieren. Ach, das will doch nichts heißen. Hi. Ratet mal, wo ich jetzt herkomme. Ich war bei Ela im Studentenwohnheim. Tja, erstmal fand sie es natürlich ein bisschen merkwürdig. Kann ich ja auch vollkommen verstehen. Ich habe ihr das Leben ja auch echt schwer gemacht. Aber als wir dann eine Weile gequatscht haben, ist sie aufgetaut. Vor allem hat sie meine Entschuldigung akzeptiert. Du hast dich entschuldigt? Das war ja wohl auch nötig. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie nicht wieder herkommen will. Und? Sie wird sich's überlegen. Sie überlegt es sich? Ja. Und wenn du mich fragst, steht sie in einer Stunde wieder auf der Matte. Darauf werde ich nicht warten. Sie ist also auf einer Exkursion und, wie? Eine Woche, wieso? Gefällt sie dir? Nein, ich finde sie nur ganz nett und, sie kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist eher unwahrscheinlich. Sie ist nicht aus Köln. Ich kenne sie von der Uni. Und sonst? Ich meine, was macht sie sonst so, wenn sie nicht gerade studiert? Sie gefällt dir doch. Susanne. Ja, macht ja nichts. Ich freue mich ja, wenn du neue Leute kennenlernst. Da habe ich ja richtig Glück gehabt. Was macht sie sonst so? Sport? Keine Ahnung. Ich kenne sie ja auch nur flüchtig. Dann weißt du also auch Es nicht, tut mir leid, ich muss gerade mal zu Christoph. Wir reden nachher weiter. Ja, klar. Na? Ich wusste gar nicht, dass du Schach spielst. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Einzige, was du mir verheimlichst. Wieso bist du abgehauen, ne? Gero, du hättest nicht herkommen dürfen. Ja, das Gefühl habe ich langsam auch. Aber jetzt bin ich nun mal hier. Könntest du mir vielleicht erklären, was das Ganze hier soll? Jetzt nicht. Hey, du bist ja total fertig. Komm, wir fahren nach Hause. Hm? Markus, hey! Lass mich. Lassen Sie ihn, er braucht jetzt Ruhe. Aber ich will doch nur kurz mit ihm reden. Nein, das geht nicht. Gehen Sie, bitte. Also wenn ich das so höre, hättest du dir die zweite Tour sparen können. Dann wäre dir wenigstens Susannes Party nicht entgangen. Also ich wäre auch noch mal hingefahren. Nee, Sophie hat schon recht. Es hat nichts gebracht. Ich hätte ebenso gut mit einer Wand reden können. Das hatte bestimmt was mit dem Schachspiel zu tun. Da braucht man eine Wahnsinnskonzentration. Er war einfach am Ende. Ja, aber doch nicht so, dass er mich nicht mehr erkennt. Du bist der Arzt. Gibt es sowas? Na klar. Aber Markus war weder halb verdurstet, noch hatte er wochenlange Strapazen hinter sich. Vielleicht stand er ja unter Drogen. Wer weiß. Vielleicht ist das ein neues Geheimnis. Ach, Gero, jetzt spinn doch nicht rum. Er war einfach fix und fertig. Ja gut, das kann sein. Aber trotzdem hätte er ein paar Minuten mit mir reden können. Na eben. Es hätte ja völlig gereicht, wenn er gesagt hätte, Gero, ich bin hier kurzfristig noch eingeladen worden. Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ja.
Weil es nicht das erste Mal war, dass er verschwunden ist. Ich habe einfach keine Lust auf eine Beziehung mit einem Typen, der sich alle paar Wochen ohne jede Erklärung ausklingt. Wenn das alles ist. Sonst ist er doch ganz in Ordnung. Und was ist jetzt mit eurer Wohnungssuche? Na, was wohl? Die ist auf Eis gelegt. Du willst nicht mal mit ihm zusammenziehen? Ob ich will oder nicht, spielt ja wohl keine Rolle, solange er nicht will. Ach, bestimmt will er noch. Er hat es doch auch vorgeschlagen. Ja, das hat er. Aber offensichtlich hat er damit gerechnet, dass ich Nein sage. Wer weiß, wenn du Nein gesagt hättest, vielleicht wäre er dann noch hier. Naja, so weiß ich wenigstens, woran ich bin. Weißt du das jetzt? Das Schönste war ja, wie wir alle zusammen nachts um 2 auf den Hof gegangen sind, nur um dieses alte Motorrad zu besichtigen. Und deine beiden Freunde, wie hießen die doch? Knut und Heiner. Knut und Heiner. Die waren ja ganz begeistert davon. Die wollten mir das ja abkaufen. Am lustigsten fand ich, als du mit Susanne getanzt hast. Ja. So getwistet hast du seit 1965 nicht mehr. Aha, aber ich hab's noch gekonnt. Ja, wie? Ein Glück, dass du deine alten Chubby-Checker-Scheiben hattest. Na, also von mir aus könnte ich gleich wieder loslegen. Nein, bitte nicht. Ich verschluck mich gleich. Ah, wirklich, so habe ich mich lange nicht mehr amüsiert. Ja, ich auch nicht. Es war echt eine tolle Idee von euch. Und vielen Dank für das Buffet und die Getränke. Und Susanne, das würde ich glatt noch mal machen, nur um mit dir wieder twisten zu können. Sag mal, ihr habt hier nur sowas wie eine Gemeinschaftsdusche, oder? Ja, du musst den Flur runter. Weißt du was, Ela? Lass uns zu Hause duschen. Hm? Da haben wir mehr Platz, ist gemütlicher. Ich mache uns ein schönes Frühstück. Deine Sachen, die kriegen wir alle mit. Na, was ist? Hast du keinen Hunger? Arno, ich glaube, du verstehst da was falsch. Meine Sachen bleiben hier und ich komme auch nicht zu dir zum Duschen und auch nicht zum Frühstücken. Und warum das nicht? Weil ich hier bleibe. Ich komme nicht zu dir zurück.